Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an, was kommt überraschend und unerwartet, mit was rechnen wir nicht. Was habe ich hier? Eine neue Karriere, also es sind berufliche Energien, möglicherweise. Ich habe so das Gefühl, dass für viele auch neue Möglichkeiten aufgehen in ganz anderen Sparten, ne? Also die Berufe, die verändern sich ja. Das, was früher der Fotograf gemacht hat, das macht heute mit dem Handy fast jeder selber. Es gibt überall Apps, ne? Für alles und jedes. Und ich glaube, dass das auch so ein Hinweis ist auf etwas, was sich der Zeit anpasst. Wir haben unterm Deck, dass alles in Ordnung ist, dass wir uns keine Sorgen machen sollen und dass auch, wenn mögliche Wechsel oder fremde Gefilde anstehen, dass es wunderbar verlaufen wird und uns am Ende auch befreien wird und sehr, wie nenne ich es, stabilisieren, erden. Für alle, die nicht arbeiten, ist es natürlich so, dass man immer Dinge bearbeitet oder sich mit Dingen beschäftigt. Auch da kann es sein. Guckt mal. Hier ist schon wieder Wunscherfüllung pur. Die Sterne legen sich in die Mitte. Und wir haben den Klee noch dabei. Ein Wahnsinn, würde ich mal sagen. Hier ist einfach gutes Gelingen, glückliche Nachrichten. Hier ist Optimismus, hier hat man hohe Ziele, die man erreichen kann. Man ist sozusagen das Glückskind, anders kann ich es nicht nennen. Es kann ja auch in mehreren Bereichen sein. Denkt an diese Karte, es ist alles in Ordnung, macht dir keine Sorgen. Wir haben hier den kurzen Zeitraum, die Wende in Kürze. Wir haben vielleicht auch mehrere Bereiche. Hier ist vielleicht auch sogar noch ein Überraschungsfaktor dabei. Etwas, nach das man gefragt hat, wird hier beantwortet. Ich sehe sehr viel neue Infos, neue Lernfaktoren, Wissen, das aufgeht, Erfahrungen, die man macht, Prüfungen, die man besteht, Sachen, die man auch neu lernt, für die man sich begeistert. Es ist eine wahnsinnige spirituelle Sache. Hier macht man unter Umständen auch eine ganz neue Lebenserfahrung. Man ist sehr angebunden. Das Unterbewusstsein spricht über den Kopf auch mit. Also man nimmt Dinge auf, die man fühlt und bearbeitet sie indem man Bilanz zieht, indem man anguckt, was möchte mir das alles sagen. Es sind sehr viele Emotionen auf jeden Fall. Meine geliebte Karte mischt sich ein. Ja, hier ist das Ende einer Herausforderung, eine neue Herausforderung beginnt. Es geht vielleicht auch um die Berufung, für was bin ich hier, was kann ich besonders gut, was bietet sich mir jetzt, wo ich meine Sachen umsetzen kann. Ich sehe sehr viel Nebel in der kürzeren Vergangenheit, also da, wo man sich gefragt hat, was soll ich machen, was ist mein nächster Schritt, wo will ich überhaupt hin, sind hier vielleicht sehr viele Bereiche, die mich beschäftigen oder die nicht so laufen, wie ich das möchte. Hier ist es so, dass sich das Schicksal einmischt, nennen wir es.
Eine Sache, die von außen kommt, die eine Wende mitbringt und die uns neue Türen öffnet. Hier ist auch noch der Erfolg in unserem eigenen Haus drin. Ne? Und es ist auch, ich muss die Karte einfach nochmal vorholen. Es geht ja darum, dass man vielleicht Befürchtungen hat oder dass es herausfordernd sein kann. Aber hier ist so Cool Down, emotionale Sicherheit. Bleib einfach bei dir. Das kann sich hier auf die ganzen Familienthemen auswirken oder auch Familienmitglieder betreffen. Ich habe die Energie so, dass sie sehr viel Frieden mitbringt. Ein Kreuz wegnimmt, das auch in DNA oder Familienthemen zu finden ist. Es wird etwas sein, was uns sehr erdet, was langfristige Ergebnisse mitbringt, was ein Thema ablöst, wo wir sehr traurig waren oder das uns sehr viel Vertrauen gekostet hat. Hier ist das Verarbeiten auch von irgendwelchen Verlustthemen oder ich habe hier sehr die männliche Seite, ne? Die DNA-Themen der männlichen Seite. Möglicherweise ist es auch so, dass man befürchtet, dass etwas lange nicht geschieht oder dass der Weg dazu sehr lang ist, dass man hier vielleicht auch damit konfrontiert wird, dass etwas in uns, dass das auslöst, dass wir denken, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Wenn wir da im Vertrauen bleiben und stark sind, dass uns tatsächlich neue Türen öffnet oder auch, dass wir das Gefühl ablösen, dass wir immer nur langfristige Ergebnisse erzielen müssen, dass wir ewig an den Dingen dranbleiben. Hier ist es auch so, dass man Situationen hat, die vielleicht mit dem Bereich Vitalität zu tun haben. Jemand kann nicht mehr so, wie er will und er kriegt jetzt hier neue Lösungen geschickt. Hier habe ich auch irgendwelche versteckte Gaben und Talente, die können hier von der väterlichen Seite kommen, die man neu entdeckt oder die einem Türen öffnet. Für einen oder anderen ist es eine Person, die einem Glück bringt. Es kann jetzt ein Rat sein, das kann tatsächlich, wir haben Karriere mit dabei, eine Cheffigur sein, jemanden aus dem Bereich Arbeit, der uns neue Türen öffnet. Für einige von uns habe ich aber auch, dass es jemand ist, den wir vielleicht erst kennenlernen. Es kann hier ein bisschen noch Gesprächsbedarf sein oder man muss einen Konflikt austragen, bei dem man für sich selber einsteht. Es kann sein, dass es stressig ist, dass wir uns unruhig fühlen. Denkt dann an Cool Down, macht dir keine Sorgen. Es geht hier auch darum, etwas zu tun oder zu machen oder zu arbeiten, was sinnvoll ist, was uns Sinn gibt. Es ist etwas, wo vielleicht auch ein oder andere eine Geschäftsidee hat, die erfolgreich sein wird. Sich weiterbilden könnte hier auch sein, neue Infos aufsaugen. Hier ist auch sowas wie Beförderung, Gehaltserhöhung. Und es geht tatsächlich nicht nur um den Beruf, es geht um das Thema Berufung. Warum bin ich hier? Was darf ich tun? Was kann ich gut? Im Prinzip ist es auch so, dass wir hier eigentlich eine unfassbare Glücksmöglichkeit vor die Füße geknallt kriegen. Und es kommt jetzt darauf an, was wir damit machen. Ne? Weil wenn Dinge in unser Leben kommen, mit denen wir nicht rechnen,
dann wirft es ein oder anderen auch ganz gern mal aus der Bahn. Aber hier kommt etwas, um das wir von einer Last oder einer Bürde befreit werden. Und wenn wir hier im Vertrauen bleiben, uns genug informiert haben oder auf unsere Intuition auch hören, auf unsere Gefühle, liefert uns das tatsächlich einen Erfolg, der uns auch in, wie nennt man denn das, in einen anderen Zustand bringt zwischen Körper, Geist und Seele, also diese innere Balance. Eigentlich ist das schön. Ich sehe auch, dass wir hier vielleicht ganz neue Menschen kennenlernen. Die sind sozusagen dann der Glücksbringer vom Glückskind. Hört sich alles konfus an, aber wenn ich es mische und es springt raus, dann sage ich es auch so. Welches Krafttier kriegen wir hier noch mit für diese Glücksreise? Wir haben die Möwe. Das ist die Orientierung, ein Ruf zum Aufbruch zu neuen Abenteuern mit göttlicher Führung. Die Möwe hat hier die Fähigkeit, unsere Schritte in die richtige Richtung zu leiten. Die zeigt, wo unser Hafen ist. Die zeigt auch, dass alles, was wir brauchen, auf unserem Weg liegt. Der Augenblick ist hier sehr wichtig auch und das Getragensein, die Kommunikation. Man darf sich dem zuwenden. Wir haben ja hier ein bisschen so eine kurze Zündschnur oder ein Gestresstsein oder ein Diskussionen, Streitereien, vielleicht auch einen Konflikt, den man mit sich selber hatte. Und es geht hier auch darum, so zu kommunizieren, dass man tatsächlich nicht in die unendlichen Weiten Dinge austrägt oder ausdiskutiert, sondern auch Step by Step. Also nicht immer nur in die Ferne gucken und seine Sehnsüchte nähren, sondern auch etwas tun. Hier ist irgendwas wie Wunscherfüllung oder auch Erfüllung eines Lebenstraumes. Und hier ist sozusagen auch ein bisschen Anleitung dafür. Ne? Die innere Führung, die zeigt einem den Weg und das finde ich sehr speziell, weil vielleicht übersieht man auf dieser Reise irgendetwas. Man muss also auch angebunden sein. Und man muss erkennen, anstatt immer nur zu suchen. Und im Hier und Jetzt auch sein. Ich weiß, wir müssen uns auch um die Zukunft kümmern. Manchmal ist es auch angebracht, aber hier ist es so etwas, da nutzt man auch den Augenblick und man nutzt die Chance und man denkt nicht bis in uralle Weiten, ob das auch richtig ist oder gut geht oder was weiß ich, sondern man fühlt, es ist okay, ich nehme das an und ich gehe einen neuen Weg. Unterm Deck haben wir noch die Hummel, das passt wunderbar zu der Legung, denn hier ist Aufbruchsstimmung, Unruhe. Ne? Man hat sprichwörtlich Hummeln im Hintern. Und hier möchte etwas erblühen, aufblühen, sich entfalten können. Unter Umständen auch etwas ganz, ganz, ganz Neues. Da ist auch so eine spannende Energie drin. Ne? Man entdeckt spannende Dinge. Man tauscht sich aus. Man vertraut sich und seinem Weg, auch wenn er manchmal eben Herausforderungen mitbringt oder Emotionen auslöst. Und hier geht es auch nicht darum, verbissen sein Zeugs durchzuziehen, sondern hier geht man so im Wiegeschritt mit den Möglichkeiten mit. Und man nimmt das Entstehen von vieler guter Früchte, die so zufällig auf dem Weg liegen, auch mit. Also das ist echt grandios. Ich muss mal gucken, was ich hier noch drauflegen will. Ich wollte eine Karte, was möchte unsere Seele uns hierzu sagen?
Erinnere dich. Hier ist ja das Umsetzen von Träumen, Wünschen oder so. Wunscherfüllung. Und die Karte sagt, wovon hast du in deiner Kindheit geträumt? Was wolltest du werden? Wie wolltest du leben? Bist du heute erfüllt? Klasse Ding. Wirklich, ich bin schon wieder ganz froh. Es ist mutmachend, es bietet Orientierung, es lasst uns auch so vor neuen Dingen nicht kuschen. Mit der Eberesche haben wir noch die Sinne, die geöffnet werden. Hier sind unendlich viele Ideen, Kreativität, Inspiration für uns da. Und unterm Deck haben wir noch das Eisenkraut. Seelenwünsche erfüllen sich. Und deshalb höre ich jetzt auf mit dieser Wunscherfüllungslegung, sonst heißt es nachher wieder, ach, die ewigen guten Legungen. Ich kann es nicht ändern, es liegt so. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.